Zähne. Ari, bist du? Ich bin jetzt weg. Du auch? Ja. Boah, Baby! Liebe Leute, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Wo befinde ich mich hier? Ich befinde mich hier in St. Moritz. Ja, es steht viel Zeug um, ich weiss, sehr viel Material dabei. Ja, was machen wir heute? Wir machen heute das Velotraining, VO2 Max. 5x4 Minuten, dass ich meine Beine durchfluten mit Laktat, weil ich bin seit 9 Tagen hier in der Höhe und habe am Samstag ein Rennen. Deswegen muss ich jetzt mich noch ein bisschen vorbelasten. Ich nehme euch mit. Heute und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Heute wird der Pi mein auch dabei sein, mein Coach. Und er wird Laktat nehmen heute. Also würde ich sagen, reden wir gar nicht zu lang. Machen uns auf den Weg. Mit meinem schönen Velo, mit meinem geilen Göppel. Und ja, ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid auch. Let's fucking go! Also, liebe Leute, da ist der Pi, meine ist auch rum. Sag mal hoi. Hallo. Also der Plan ist jetzt, dass wir sind unterhalb da am Fuß von Bernina. Ich fahre jetzt dann hier rauf. Er sucht mal einen Ort, wo er es platzieren kann. Kannst du da vorne? Noch nicht da? Noch nicht da? Ja, vorne. Und dann ja, suche ich einen Abschnitt, wo ich immer runter und hoch fahren kann, dass wir schön Laktat messen können. Wir machen ein bisschen Aufbau, machen, die 5x4 Minuten. Aber mehr dazu nachher. Ich mache mich jetzt als Warm-up. Also, 5x4 Minuten, wir fangen da mit... 4 Minuten, wir fangen da mit 380. Ja. Dann 400, Ja. dann 420. Ja, Und dann noch 2 Full Yalla. alles klar, gut. Ist gut? Ja. Schon hört, hä? Ja. Ich glaube schon härter, als es sollte sein eigentlich. Ja, es ist... Ja, wir sehen es dann mit dem Puls. Ja, es ist, ich würde sagen, also 15. Ja, ich weiß nicht, Puls gehabt Ist vorher. schon gleich hoch, oder? Ich glaube so 170. Schon gleich hoch. Aber Ja, es steht noch Bernina, was sind wir da? 2? Ja, jetzt müssen wir schauen, wie es ja, 5, 6. Es ist, Du darfst nicht drüber gehen. Oder? ich weiß nicht, ich glaube eben, es bleiben 14, Ja, 4, ja. jetzt bin ich so 4, 4 Das ist gewesen. nicht der letzte. Aber ja, kannst du den schon noch mal probieren? Ja, der Spaß macht bis am Samstag. Ja, Oder? einen. Ja, ja, wie du willst. Der letzte. Der Rest ist gut, ja. Und die konstant. Also, noch 2 konstant und einer voll. Ja. Bis Das umgekehrt. ist jetzt 400. Ja, okay. 400. Ich schau mal, was ich Puls habe, ich glaube, es ist so 170, es ist nicht so. Der letzte einfach da, sagen wir die letzten Minuten aus dem Sack, aber die letzten. Beim letzten. Im letzten. Ist gut, ja. Es ist halt, es ist hart, Ja, aber es geht gut zu haben. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich halt ein bisschen drüber gehe, dann... es geht dann, das ist nicht der Buffer, oder? Hey, Zähne. 470. Gut. 471 Watt für die letzten 4 Minuten. Laktat 9,6. 18. Ist gut. So, liebe Leute, also ich bin jetzt wieder zurück im Zimmer. Ich war auch schon in der Massage gewesen. Fazit vom Training. Ja, ist eigentlich ganz in Ordnung. Es ist jetzt mein erster harte Effort gewesen, so in der Höhe, seitdem ich da bin, auf dem Velo. Gestern habe ich schon Intervall gemacht beim Laufen. Von dem her, ich bin so mittelmäßig zufrieden eigentlich. Also nein, ich bin schon zufrieden. Es war ganz okay gewesen. Das Laktat war echt ein bisschen hoch gewesen, ein bisschen höher als gedacht. Weil wir haben so, ja, plus minus um die Schwelle angefangen mit so 380, 400 Watt. Und dort sollte es eigentlich nicht über 4 Millimol sein.
ist dann ja ein bisschen höher gewesen. Und dann eigentlich bis auf 5,3 auf das gestiegen. Und dann am Schluss der letzte mit 470 Watt bei 9,3 Millimol. Ja, ist schon ordentlich. Aber ich bin mir sicher, dass mir das etwas gebracht hat jetzt, vor allem für am Samstag, weil ja, ich brauche eine Vorbelastung. Und bin gespannt, was dann am Samstag das gibt. Wir sehen uns in 2 Tagen, wenn ich in Nyon bin. Und dann verrate ich euch, um was es geht, was meine Ziele sind. Und ja, das ist eigentlich alles. Genau. Dann würde ich sagen, bis am Freitag. So, liebe Leute, ich bin jetzt in Nyon. Wir haben 10 ab 11 Uhr. Ja, es ist Freitagabend, morgen Samstag das Rennen. 11:45 Uhr, also echt ziemlich gechillt. Was ist das Ziel von diesem Wettkampf? Also, ich komme direkt von der Höhe. Wir werden jetzt mal herausfinden, wie das funktioniert. Direkt vom Höhentrainingslager an den Wettkampf. Und es wird natürlich auch sehr eine grosse Herausforderung, weil ich natürlich aus dem Trainingslager komme. Das heisst, ich bin nicht erholt, voll aus dem Training raus. Aber es wird spannend. Die Strecke ist wirklich cool, die Velostrecke vor allem. Mein Ziel wird sein, eigentlich solo zu gehen. Also von Beginn weg werde ich im Schwimmen einfach mein Ding machen. Ich schaue vorne, ziehe meine Sachen durch, Wechselzone schnell, nachher aufs Velo und dann die Velostrecke hat einen Hocker drin, dort werde ich einfach voll aufbrettern. Ja, ich spüre mich sehr gut im Zug, dort wo ich den Sprintdistanz gemacht habe am Sonntagmorgen, war es ja auch so gewesen, und ich bin eigentlich alles solo gefahren und von dem her, ja, ich gehe jetzt einfach mal all in dort morgen, auf dem Velo natürlich, weil ich habe das Gefühl, dort kann ich am meisten rausholen gegenüber meinen Konkurrenten, weil jeder muss eigentlich Velo fahren dort, es ist nicht eine Strecke, wo man einfach hineinhocken kann, muss man wirklich Velo fahren. Und ja, das Ziel wird sein, dass ich einfach das Momentum mitnehmen kann, Speed mitnehmen kann und dann schauen wir, wo das hinführt. Ich bin gespannt, wir sehen uns morgen. Jetzt gehe ich ins Bett, weil ich bin müde von der ganzen Reise. Und ja, wir sehen uns morgen. So, guten Morgen liebe Leute. Mein Zeug ist gepackt. Velo ist ready. Wir haben 20 ab 9 jetzt. 4:45 möchte ich starten. Jetzt gehe ich langsam vor. Ich treffe meine liebe Mami, die mich hier heute begleitet. Kuss, geht raus. Genau. Gehen wir los. Die Wechselzone ist da. Mein Velo ist dort eingerichtet. Hier geht es raus. Stunde bis zum Start. Jetzt gehe ich einlaufen. Und dann noch einschwimmen. Dann wird verdammt nochmal eskaliert. Jetzt läuft sie mal. Mario, bist du weg? Ich bin jetzt weg. Du auch? Ja. Sind wir im schönen Nyon? Yes. Nyon. Das Wetter ist herrlich. Herrlich. Die Strecke ist auch gut. Die Laune ist gut. Gut. Alles ist gut, Topform. Jawohl. Die Zeichen sind ready. Gut. For the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 8-6 all the hay. I won't get involved today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls and flipping the. On record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want to act like a ghost. For the record, don't try and make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to make no time to waste. Running through it with the young influence, adolescent presence, I'm succumbing. Liebe Leute, ich bin mittlerweile wieder zurück in St. Moritz. Ich bin hier am Kochen. Wir haben Sonntag, heute Morgen schon trainiert, Nachmittag das zweite Training. Ja, gestern Wettkampf gehabt, ihr habt es gesehen. Ist nicht wirklich optimal gelaufen, überhaupt nicht. Das Schwimmen ganz solid, als erstes im Wasser. Habe wirklich attackiert, sehr hart geschwommen. Ganz okay, ganz solid, bin zufrieden mit dem.
Nachher T1, also erste Wechselzone auch ganz gut. Startnummerband verrissen. Kann ich nichts machen, oder? Passiert. Und wie gesagt, mein Ziel war, auf dem Velo auch wirklich extrem hart zu fahren und probieren, alleine durchzukommen. Und ich habe eigentlich auch wirklich gedacht, dass ich es schaffe, weil nach der ersten Runde hatte ich 30 Sekunden auf die zweite Gruppe gehabt. Und wie gesagt, es hat einen Hügel drin gehabt. Ja, und das zweite Mal nach möglich kommt so einen flachen Streckenabschnitt. Dort habe ich hintergeschaut und dort haben sie noch etwa 10 Sekunden auf mich gehabt. Und dort habe ich gemerkt, okay, jetzt bringt es nichts mehr. Dann bin ich auf die Laufstrecke. Ja, und der ist wirklich gar nicht aufgegangen beim Laufen. Extrem schwerfällig gewesen. So Rhythmus gar nicht bekommen. Wir sind auf dem Feld gelaufen, das war nicht wirklich von Vorteil gewesen, weil ich bin noch nicht so stabil auf meinen Füßen. Ja, ich laufe halt noch nicht so lang und dementsprechend ist es extrem herausfordernd für mich. Ich habe neue Schuhe ausprobiert, die gar nicht zu meinem Fuß passen. Bin hin und her gerutscht die ganze Zeit, bin noch umgeknickt. Aber ja, es war einfach kein gutes Rennen gewesen, ganz einfach gesagt. Ich habe wirklich alles probiert auf dem Velo. Ich bin all out gefahren, habe den Hogger wirklich all out genommen, im Beigetritt aufgestanden, wirklich voll geröstet. Aber es hat halt einfach trotzdem nicht gelangt. Meine Werte waren ganz okay gewesen. Also hat sich nach viel mehr angefühlt. Das sind die 16 Kilometer oder so, die ich alleine gefahren bin, sind 370 Watt gewesen. Was für mich eigentlich nicht so viel sein, also nicht so hart sein eigentlich. Ist schon schwierig zu sagen und beim Laufen gar nicht reinkommen, kann ich auch nicht wirklich sagen wieso. Also ja, natürlich komme ich vom Höhentrainingslager, da fehlt einfach der Speed und so die wirklich ganz hohe Intensität. Vor allem jetzt bin ich 2 Wochen da, noch nicht so viel Intensität machen können, weil man sich ja die erste Woche an die Höhe muss gewöhnen muss. Aber ja, das ist so ein bisschen das. Ich habe trotzdem etwas gelernt, Erfahrungen gesammelt wieder. Zum einen ist es nicht die beste Idee in der Mitte des Höhentrainingslagers einen Wettkampf zu machen. Wir wollten das ausprobieren, deswegen habe ich es auch gemacht. Und jetzt wissen wir, okay, es bringt nicht so viel. Und ich weiss jetzt, dass ich die Schuhe nicht laufen kann im Triathlon, einfach weil sie nicht passen. Ich komme zu langsam rein, rutsche zu fest und sind einfach zu instabil. Deswegen habe ich trotzdem etwas gewonnen an diesem Wettkampf. Ich habe trotzdem alles gegeben auf dem Laufen natürlich, habe immer weiter gemacht, obwohl es einfach nicht gut gelaufen ist. Gehört einfach dazu und jetzt geht es weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen, der Einblick in die Trainingseinheit am Mittwoch und jetzt der Wettkampf am Samstag. Wie ihr seht, es läuft wirklich nicht immer alles als nach Plan, aber das ist Spitzensport, es geht weiter und ich arbeite genau gleich hart und konsequent weiter und ich bin mir bewusst und 100% überzeugt, dass sich meine harte Arbeit wird auszahlen wird. Ja, Scheiße passiert. Wie ihr seht, laufe ich mit Stöcken. Ich habe mir den Fuß gebrochen. Den linken Fuß habe ich mir gebrochen. Wie ist das Ganze passiert? Ich habe euch erzählt, dass ich am Triathlon in Nyon umgeknickt bin. Während der Laufstrecke. Einerseits hatte ich nicht gute Schuhe an, beziehungsweise die haben mir einfach nicht gepasst. Ich bin schlecht reingekommen, nachher waren sie zu wenig gut zugeschnürt und dann bin ich hin und her gerutscht. Dazu ist gekommen, dass wir auf Gras laufen mussten, das extrem uneben war. Und ja, dort bin ich umgeknickt. Das hat meinem Knöchel nicht gut getan. Aber die Schmerzen waren nicht wirklich gross. Also, am Sonntag hatte ich kein Lauftraining. Dann am Montag bin ich gelaufen, easy, 45 Minuten, ist gegangen. Und dann am Dienstag während dem Intervalltraining, in den letzten 5 Minuten, habe ich einen U-Turn gemacht, wo ich meinen Fuß stehen lasse und eigentlich so eine untypische Bewegung gemacht habe. Und dann hat er leider gelassen.
ja, das war ein bisschen blöd. Und ja, dann konnte ich eigentlich nicht mehr laufen. Ich bin zwar noch ausgelaufen, ja, so weit es gegangen ist, aber an einem gewissen Punkt musste ich sagen, hey, irgendwas ist nicht gut. Und dann bin ich einfach noch gelaufen, normal gehend. Dann bin ich ins Spital im Notfall, habe ein Röntgenbild gemacht und ja, da ist herausgekommen, dass ich ja, ein bisschen weiter vorne wie beim Mittelfuß etwas gebrochen habe. Ja, ist beschissen, wirklich. Was heisst das jetzt für meine Saison? Also meine Saison ist vorbei, weil ich kann sicher 4 Wochen nicht laufen, sicher nicht anständig laufen, 2 bis 3 Wochen nicht Velo fahren. Und ja, in 7-8 Wochen hätte ich meinen ersten Weltcup bestreiten in Rom. Wieso direkt Weltcup? Und nicht nur einen Europacup. Es ist einfach so, die Strecke hat mir extrem gut gelegen. Ich habe mit dem Verbandstrainer geredet und er hat mir das empfohlen, um ein gutes internationales Resultat zu holen. Mit meinem Schwimmen- und Velo-Level wäre das sicher gut gekommen. Ja, wie ihr wisst, muss ich meine Lauffähigkeit einfach immer stetig aufbauen. Ich habe ja auch nicht viel laufen, die ersten 2 Jahre fast jetzt. Und es braucht einfach Zeit. Aber das wäre ein sehr guter Wettkampf gewesen, um mal zu schauen, ja, wo ich stehe auf diesem Niveau und ja, wie sich jetzt eigentlich meine Form entwickelt nach dem Höhentrainingslager. Und dann wären sicher noch 1 oder 2 Europacups angestanden. Aber das kann ich jetzt alles streichen, weil ich werde nicht in meiner höchsten Form sein zu diesem Zeitpunkt. Und es macht nicht so viel Sinn, jetzt das ja, auf Druck hinzubekommen und nachher eventuell noch eine Verletzung mitzuschleichen, weil es nicht gut verhält ist oder so. Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich ja, jetzt Pause mache und nachher das super aufbaue. Genau, das ist jetzt die aktuelle Situation. Das ist wirklich nicht so nice, aber es gehört halt einfach dazu. Ich bin mir das bewusst. Ich habe auch schon Verletzungen durchgemacht, im Schwimmen, im Triathlon. Von dem her ist es okay. Ich kann ein paar gute Resultate diese Saison erzielen. Zu dem komme ich dann noch, mache ich ein einzelnes Video, wie es weitergeht, was meine Ziele sind und wie zufrieden ich bin mit dieser Saison. Ja, ich nehme mir jetzt sicher eine Pause, sagen wir so 2 bis 3 Wochen. Und dann schaue ich dann mal, wie es weitergeht mit meinem Fuß und alles. Aber ich werde sicher weiterhin Videos machen und das Ganze dokumentieren, weil ja, es wird ein langer Winter für mich. Wir haben jetzt Mitte August und so früh habe ich glaube noch nie eine Saisonpause gemacht. Normalerweise wäre es so Ende Oktober, Anfang November. Aber ja, ich bleibe dran, liebe Leute. Komme zurück. Stärker zurück natürlich. Ja, Verletzungen sind mühsam, aber sie sind einfach Teil des Prozesses, gehört halt einfach dazu und ich bin mir das absolut bewusst. Von dem her, ich bin bereit für jede Herausforderung, die vor mir steht, weil das ist der Weg, den ich ausgewählt habe. Spitzensport habe ich ausgewählt, den Weg will ich gehen und ich bin bereit dazu, wirklich alles zu geben dafür, damit ich mein maximales Potenzial ausschöpfen kann. Und ja, wir sehen uns bald wieder. In dem Sinne war es mal für das Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, trotz dieser schlechten Nachrichten. Aber ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video und es geht weiter. Aber jetzt ist mal eine kurze Pause. Liebe Leute, immer schön daran denken, sexy bleiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss zusammen.